Herzlich willkommen aus dem Miniaturwunderland zu einem neuen Wunderland-Update. Heute haben wir einige ganz spannende Themen für euch vorbereitet, aber erstmal das Wichtigste überhaupt, wie geht es eigentlich weiter? Denn wir haben ja vor einem Monat endlich Patagonien fertiggestellt. Es ist granatenmäßig schön geworden. Die Leute stehen davor, machen die schönsten Videos von der Drake-Passage. Das macht uns ganz stolz und es gibt uns natürlich auch das Gefühl, wir müssen weiter in Südamerika so schön bauen. Und da sind wir jetzt schon in den Vorbereitungen. Wir wollen die Atacama-Wüste bauen, Bolivien, Chile, Peru, die Anden, den Iguazu-Wasserfall, Regenwald. Das sind so viele tolle Themen, die so schöne Bilder im Kopf erzeugen und die wollen wir transportieren auf die Anlage. Das wird wunderschön, wird uns lange begleiten und da hoffen wir natürlich, dass ihr auch immer schön dabei seid, wenn wir euch neue Bilder präsentieren. Jetzt erstmal zur heutigen Folge. Wir haben 3 ganz besondere Themen. Vielleicht kennt jemand von euch die geteilte Stadt. Das ist eine ganz besondere Sonderausstellung von uns. Die ist drüben im neuen Speicher, die ist aber schon ganz alt und 2 Dekaden, also 2 Jahrzehnte müssen wir jetzt mal weiterbauen. Wie hat es sich entwickelt? Mehr dazu diesem jetzt noch Insider werdet ihr in der späteren Zeit dieser Folge sehen. Wir fangen allerdings heute an mit der Sesamstraße. Die ist 50 Jahre alt geworden. 50 Jahre lang lieben alle Kinder, ich auch damals als Kind, die Sesamstraße. Und die wird hier in Hamburg produziert. Und das ist natürlich auch Anlass, dass die Sesamstraße jetzt bei uns im Wunderland auftaucht. Und da gab es einen ganz, ganz tollen Termin. Mit wem? Das könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen, aber seht am besten selbst. Das ist nicht nur ein Ohrwurm, der sich ziemlich lange hält, sondern auch die Titelmelodie der Sesamstraße, die dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert. Und wir wurden so liebevoll eingeladen, dass auch wir uns was Liebevolles überlegt haben. Alleine feiern macht meistens keinen Spaß. Und deswegen feiern jetzt hunderte Wunderlandfiguren oben in unserem Hamburg-Abschnitt das Sesamstraßen-Straßenfest. Sönke, Theresa, Susanne, Tino, Niki, Mirko, all die Wunderländerinnen und Wunderländer haben in über 2 Monaten und 320 Arbeitsstunden das Studio Hamburg inklusive Kulisse und Figuren nachgebaut. Selbst die kleine Quietscheente von Ernie hat Theresa, und die ist 2 mm groß, nachmodelliert. Neben altbekannten Figuren wie dem Krümelmonster, Samson, Ernie und Bert und viel mehr feiert der charmante Neuzugang Elin gleich mit. Wer uns kennt, weiß, dass wir total detailverliebt sind. Wen nehme ich da als erstes heraus? Am besten fangen wir mit Therese an, die in Kleinstarbeit sich wieder mal total verrückt gemacht hat und die kleinen Puppenspieler und die Handpuppen nachgebastelt hat. Völlig verrückt, in 1:87 auch noch mal kleiner denken. Auch möchte ich mich bei Tino bedanken, der wirklich den Rest des Studioinhaltes gebaut hat. Elmus Baumhaus und die ganzen Häuserzeilen und die kleinen verrückten Spielereien, die wir da haben. Dann haben wir irgendwann so viel Blödsinn geredet innerhalb des Teams, dass wir gesagt haben, wäre es nicht geil, wenn wir einfach jedem Kind oder jedem Erwachsenen einen geilen Sesamstraßen-Luftballon in die Hand drücken. Ja, natürlich, tolle Idee. Da haben wir gesagt, okay, wir machen einfach mal 100 Ernies, 100 Berts und 100 Krümelmonster, die wir dann liebevoll von Hand bemalt haben. Bei uns im Team ist es dann so, dass wir sagen, oh, lass uns noch mal irgendwas Verrücktes machen. Dann verlassen wir das Studiogelände und gehen mal Richtung Parkplatz. Da hat jeder Schausteller seines Charakters einen ganz besonderen Kick auf den Parkplatz gekriegt. Auch da kann der eine oder andere ein bisschen schmunzeln. Recht herzlichen Dank, Gerrit Braun, und recht herzlichen Dank, Sönke, auch für an das Team, an das ganze Team. Mein Name ist Stefan Kastenmüller. Ich bin vom Sesame Workshop. Das ist die Non-Profit-Organisation, die hinter der Sesamstraße steht, die aus New York kommt und seit 1969 Bildungsfernsehen den Kindern näher bringt.
Und hier in Hamburg haben wir in Deutschland die Koproduktion mit dem NDR seit 1973, seit 50 Jahren. Das ist die längst dauerndste Koproduktion des Sesame Workshop in der ganzen Welt. Und darüber sind wir sehr, sehr stolz. Und Hamburg und die Sesamstraße und der Sesame Workshop bilden eine ganz besondere Gemeinschaft und Beziehung. Und insofern ist es für uns eine ganz große Ehre, mit der Sesamstraße, dem Set, den vielen, vielen Kindern und den vielen, vielen Figuren in dem Miniaturwunderland verewigt zu sein. Und freue mich natürlich, dass wir mit dem NDR, mit dem Miniaturwunderland eine große Hamburger ikonische Partnerschaft gebildet haben und auf viele, viele Jahre erfreute Gesichter, wenn Sie euren Set sehen. Herzlichen Dank. Ja, von Keksen ist es nicht weit zu Burgern. Ich stehe mitten in unserem neuen Wunderland-Diner. Drüben haben wir ein großes Bistro. Hier im neuen Block haben wir natürlich auch gesagt, wir brauchen ein Restaurant. Drüben ist es schon teilweise ziemlich voll geworden. Und deswegen war klar, wir machen hier drüben auch eine Möglichkeit. Und ich liebe Burger über alles. Ich habe zu Hause immer einen Frederick-Burger gemacht. Und den gibt's natürlich auch hier. Ist klar, logisch, was anderes würde ich nicht sagen, der leckerste Burger der Welt. Ist aus Biofleisch. Natürlich gibt es auch einen Veggie-Burger, der ist auch Bio. Aber was uns hier ganz, ganz wichtig war, wir haben ein Experiment gewagt. Wir machen die Pommes ohne Fett. Und das ist natürlich im ersten Mal, kann das schmecken. Und wir haben lange experimentiert. Die Pommes schmecken wie normale Pommes und es ist wesentlich weniger Fett. Insgesamt merkt ihr schon, dieser Diner lag uns sehr am Herzen und ich finde, er ist wunderschön geworden. Wenn ihr mal wieder im Wunderland seid, ihr müsst es unbedingt ausprobieren. Natürlich habe ich mir auch schnell einen Burger gegönnt und bin jetzt sportlich die Treppen rauf gesprintet. Und ja, hier ist unsere geteilte Stadt. Eine ganz besondere Sonderausstellung, die wir, glaube ich, schon vor 17 oder 18 Jahren mal gebaut haben. Wir sind sehr, sehr stolz drauf, denn sie zeigt einen wirklich komplizierten und schwierigen Teil unserer Geschichte, den viele von uns auch noch kennen. Und zwar vom Ende des Krieges 1945, das ist das Modell da hinten, kann man sich die Entwicklung in Berlin anhand einer fiktiven Kreuzung anschauen, wie es zum Mauerbau, die verschiedenen Stufen des Mauerbaus, bis hin 1989 am 9. November zum Mauerfall kam. Das ist das letzte Modell, da endet unsere Ausstellung und jetzt ist ja schon wieder ganz viel Zeit vergangen. Und im Oktober sind die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit hier in Hamburg wieder. Und deswegen haben wir uns anlässlich dieses Tages gedacht, wir bauen mal die nächsten 2 Jahrzehnte weiter. Und deswegen bauen wir 2 weitere neue Modelle. Schaut am besten mal selbst. Ich stehe im Modellbau und hier werden ganz, ganz viele Erinnerungen wach. Wir haben die Ausstellung Die geteilte Stadt vor 16 Jahren gebaut. Damals haben die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg stattgefunden. Und die Stadt hat uns gefragt, habt ihr nicht irgendeine Idee, wie ihr euch daran beteiligen könnt? Und daraus ist uns dann die Idee gekommen, dass wir die Geschichte der Teilung anhand von 7 Dioramen zeigen. Immer den gleichen Ausschnitt Berlin, geteilt in Ost und West. Das ist eine fiktive Straßenkreuzung. Auf der einen Seite hat man die Entwicklung des Westens gesehen, auf der anderen Seite die Entwicklung des Ostens. Und es gab natürlich auch ganz, ganz viele Entwicklungen zusammen. Da haben wir dann oberflächlich die Architektur, die Zeit vermittelt, die Werbung, die Gebäude, einfach ein Bild der Zeit geschaffen und haben andersrum auch ganz, ganz viele kleine Symbole reingepackt, wie zum Beispiel Konrad Schumann über den Zaun springt, nach dem Zweiten Weltkrieg die Wasserversorgung komplett marode war und sie mit Pferdegespann reingekommen sind, die Luftbrücke symbolisiert, aber genauso Teile der Wiedervereinigung, den NATO-Doppelbeschluss, die Akademikerflucht, also ganz, ganz viele Themen symbolisch verspielt reingebracht. Und
damit nicht nur Kindern eine Möglichkeit gegeben, aktiv in die Geschichte einzutauchen. Weil ich kann mich noch erinnern, in der Schule, ich fand Geschichte immer super spannend, aber das irgendwie von der Tafel in Kreide zu zeigen, ist nicht unbedingt die beste Darstellungsform und wirklich einzusteigen. Ich glaube, das ist uns mit dieser Ausstellung toll gelungen. Die war in der Zwischenzeit im Willy-Brandt-Haus in Berlin, im Rathaus in Hamburg, in Lübeck und natürlich ganz, ganz viele Jahre im Wunderland. Und nun sind 16 Jahre vergangen. Die Feierlichkeiten haben in vielen anderen Bundesländern stattgefunden und finden jetzt wieder in Hamburg statt. Und da ist uns natürlich die Idee gekommen, es ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir diese Ausstellung fortführen. Wir haben in 7 Dioramen die Geschichte der Teilung gezeigt und nun zeigen wir in 2 Dioramen die Geschichte der Wiedervereinigung. Und die allerersten Skizzen oder die Kreuzung kann man hier vorhin schon erkennen. Wir haben über 2 Monate gebraucht, um überhaupt all diese Symbole, Themen zu sortieren und auch eine sinnvolle Trennung hinzubekommen. Wir haben uns entschieden, dass wir jetzt in diesem Diorama die Zeit von 1990 bis 1999 zeigen, wo ganz sichtbar in Berlin noch zweigeteilte Deutschland sind und natürlich unterschiedliche Leben, aber auch Wiedervereinigung stattfindet. Und dann die Zeit von 1999 bis 2009, wo vielleicht die sichtbaren Gräben durch schöne Gebäude an der Friedrichstraße verschwinden, aber natürlich immer noch in manchen Passagen es ein geteiltes Land ist, was sich unterschiedlich entwickelt. Und mittlerweile sind wir mit dem Konzept fertig und nun beginnt die Bauphase, das eigentlich Spannende. Und auf diesen Weg, der uns jetzt mit Sicherheit ein paar Monate, noch haben wir ja Zeit bis zum 3. Oktober begleiten wird, wollen wir euch in den nächsten Wochen mitnehmen und werden euch da auf jeden Fall noch die ein oder andere Folge mit ganz vielen Details und Gesprächen präsentieren. Ja, es ist und bleibt eine imposante Ausstellung. Das ist das erste Bild, 1945, bald 80 Jahre her. Wir alle haben geglaubt, dass wir daraus gelernt haben sollten. Und Beteiligte dieses Krieges sind wieder dabei, Krieg zu führen. Sind es die Generationen, die es nicht übergeben haben? Was für dramatische, schlimme Bilder geliefert wurden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird das Ergebnis ähnlich sein. Es wird Jahrzehnte dauern, bis man das im Herzen und vor allem auch im Kopf irgendwie abgearbeitet hat und die Städte wieder normal aussehen. Das sieht man anhand unserer Ausstellung richtig gut. Es hat eigentlich 80 Jahre von Kriegsende gedauert bis heute und es ist im Kopf immer noch nicht richtig beendet. Die Teilung vor allem nicht. Und vielleicht ist diese Ausstellung also auch ein kleines Mahnmal. Das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet trotz dieses am Ende ernsten Themas viel Spaß mit dieser Folge und wir würden uns freuen, wenn ihr bald wieder bei uns einschaltet. Macht's gut. Tschüss.